Ihr Lieben, die Achterbahnfahrten der Atmosphären, Energien erreichen inzwischen eine so extreme Intensität mit Energien, die von jetzt auf gleich in extreme Höhen und Tiefen springen, bei permanent nervösen Ausschlägen und Ladungen, die sich massiv auf Körper und Geist auswirken und sehr vielen Menschen und Tieren ganz schön zu schaffen machen. Wundert euch also nicht über diverse Symptome, die sich in Magen-Darm-Problemen, Kreislauf- und Blutdruckschwankungen bis hin zu Kopfweh, Schwindel, plötzlicher Übelkeit, Herzstolpern, Nervenüberreizung und vielem mehr zeigen können, bei einer insgesamt sehr instabilen gesundheitlichen Verfassung. Oh ja, das Ganze kann dem Organismus ziemlich zu schaffen machen. Permanente Unruhe, innerer Druck, Anspannung und bleierne Müdigkeit wechseln sich ab und auch das Schlafbedürfnis ist gewaltig, da die Nächte genauso unruhig sind mit sehr intensiven Träumen im Moment. Und deshalb, ihr Lieben, Eile mit Weile ist angesagt, und zwar langsam zu gehen, auch wenn ihr es eilig habt. Denn durch die entsprechende Unkonzentriertheit können Fehler passieren und es geht nicht nur euch so. Und ja, auch die Emotionen können überschießen. Achtet wirklich sehr gut auf euch und nehmt euch raus aus jeglichem zusätzlichen Stress, negativen Nachrichten und dem entsprechenden Gedankenkarussell. Es sind wirklich gewaltige energetische Übersteuerungen und Turbulenzen, die es selbstbestimmt zu meistern gilt. Und wie ich es immer wieder sage und schreibe, ist es jetzt so wichtig, unseren Körper bestmöglich zu unterstützen, um in unserer Kraft zu bleiben. Und auch die Tiere brauchen eventuell vermehrte Unterstützung, denn auch sie können auf das energetische Chaos mit körperlichen Problemen reagieren. Und sie sind ja noch viel sensibler für alle Energien als wir. Viele ziehen sich jetzt vermehrt zurück oder zeigen ein verändertes Verhalten. Oh ja, der Februar startet inzwischen so richtig explosiv. Und auch die Unruhe in Mutter Erde verstärkt sich weiter, was sich durch die erhöhte Bebenaktivität weltweit zeigt und auch die Brisanz von Vulkanaktivierungen und Ausbrüchen ist aufgrund der magmatischen Anstiege stark erhöht. Und auch auf der Sonne geht es explosiv weiter mit immer wieder sehr starken, oft überraschenden Events und Sonnenstürmen. Und sehr viel kosmische Strahlung kommt durch unser sehr schwaches Magnetfeld jetzt fast permanent bei uns an. Ja, ihr Lieben, die einströmende Energie ist sehr hoch und damit auch die Spannungen, die wir nicht nur in unserem Körper und unserem mentalen und emotionalen Befinden spüren, sondern in allem um uns herum. Und auch der Vollmond im feurigen Löwezeichen, der uns am 12. Februar bevorsteht und die Spannungen dieser Tage nochmals deutlich ans Licht bringt, passt zum explosiven Geschehen. Es ist, als spitzt sich alles mehr und mehr zu, auch das Chaos auf dieser Weltenbühne. Mit dem Löwen geht es vor allem um unser
Herz und damit auch um unsere Individualität, unser persönliches Sein und das zu uns stehen, das so wichtig ist. Mit Uranus im Stier erleben wir jetzt seine sehr starke Ausbruchs- und Umbruchsenergie auch aus Mutter Erde heraus. Er ist der Planet der Authentizität, der radikalen Transformation, der für unerwartete Ereignisse und tiefgreifende Veränderungen steht. Ja, es ist die Zeit der inneren Revolution und Befreiung, ihr Lieben. Und ja, die Emotionen können ganz schön hochkochen jetzt. Und dazu sind derzeit so viele manipulative Energien und Frequenzen im Feld unterwegs. Und die Neu- und Vollmondenergien machen uns hierfür noch sensibler und damit auch angreifbarer für alle Energien, die sich auf uns legen können. Und wir spüren das in diesen turbulenten Zeiten noch intensiver als sonst, was den inneren Druck, die Schwere und Anspannung noch verstärkt und sich auch in Ängsten, Selbstzweifeln und Depressionen zeigen kann. Und deshalb nochmals, achtet sehr gut auf euch und lasst euch nicht in das äußere Chaos, die Manipulationen und negativen Emotionen hineinziehen. Das ist der beste Schutz übrigens. Bleibt bewusst in eurer Präsenz, in eurem inneren Gleichgewicht, in der Ruhe. Geht so oft wie möglich in die Natur und erdet euch immer wieder. Ja, es tut auch Mutter Erde gut, sie damit zu unterstützen. Hüte dein energetisches Feld und lass das kristalline Licht des kosmischen Bewusstseins durch dich fließen. Konzentriere dich auf die Liebe, auf den Frieden in dir und die Verbindung mit deiner Seele. Mehr braucht es nicht, um diese hohe Lichtenergie zu integrieren. Und vor allem bleibe in deiner positiven Ausrichtung. Denn durch die immer weiter ansteigenden Energien verstärkt sich jetzt auch die energetische Resonanz und Anziehungskraft immer mehr. So viel will jetzt losgelassen werden und jede Veränderung beginnt in und mit uns. Gehe in die Selbstermächtigung für dein Leben und entscheide, wie du in Zukunft leben willst. Das gilt für uns alle. Die Zeit der Wahrheit und der Befreiung hat begonnen. Und genau das wird in diesem Februar immer fühl- und vor allem sichtbarer. Nutzen wir die sehr starken kosmischen Energien, die jetzt immer intensiver zu uns strömen, weise für die Veränderungen, die wir uns wünschen. Wir haben in den vergangenen Jahren so viel gelernt, sind hineingeschleudert worden in die Veränderungen im Außen, ob wir wollten oder nicht. Wir sind gewachsen, haben sehr viele Herausforderungen schon gemeistert und uns selbst verändert. Oh nein, wir sind nicht mehr dieselben wie noch vor ein paar Jahren. Und lange schon nicht mehr glauben wir alles, was uns erzählt wird. Nehmen nicht mehr hin, was uns da von da draußen übergestülpt werden soll. Wir fühlen immer mehr, was Wahrheit und Lüge ist, spüren sehr deutlich, was nicht mehr mit uns im Einklang ist und wissen ganz genau, was wir nicht mehr wollen. Und ja,
die Zeit der Befreiung hat definitiv begonnen, auch wenn wir uns manchmal noch klein und kraftlos fühlen. Gerade jetzt, wo die sehr hohen Energien uns ziemlich fordern und durcheinander wirbeln, ja vielleicht auch auf uns selbst zurückwerfen, um unseren bisherigen Lebensweg zu prüfen und tief in uns hineinzuschauen, was es jetzt endgültig loszulassen gilt. Ja, damit können auch lange verdrängte Emotionen an die Oberfläche kommen. Nichts lässt sich mehr nicht fühlen. Denn mit den starken energetischen Veränderungen kehren wir auch immer mehr zurück zu unserem normalen Zustand als hochsensitive Wesen. Wir erfahren jetzt immer mehr, dass wir mit allem um uns herum verbunden sind. Es ist eine Reinigung, Bereinigung, Erneuerung auf allen Ebenen, in allen Systemen, im Innen wie im Außen. Die Masken sind gefallen und fallen. Und auch die alte Welt offenbart immer mehr ihr zerstörerisches Gesicht. Nichts bleibt, wie es war und kommt jetzt ziemlich explosiv in Bewegung. So viele berichten jetzt, dass sie sich völlig kraftlos und ausgelaugt fühlen, ja überfordert mit all dem, was geschieht. Und deshalb ist es jetzt unglaublich wichtig, uns nicht vom äußeren Chaos mitreißen zu lassen. Denn das, was uns letztendlich am meisten Kraft raubt, sind unsere negativen Gedanken und Gefühle, mit denen wir uns selbst blockieren, ist das Negative im Außen, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten. Es ist das, was unsere eigene Energie schwächt, indem wir die alte Welt und das Alte genau damit nähren. Das Chaos nimmt immer mehr zu auf dieser Weltenbühne, die uns weiter manipulieren und in der künstlichen Matrix gefangen halten will. Doch wir sind dabei zu erwachen und uns immer mehr zu befreien, zumindest sehr viele. Wir können und wollen im wahrsten Sinne des Wortes die Machtspiele und Lügen nicht mehr ertragen, die immer offensichtlicher werden. Ja, es ist definitiv die Zeit der Befreiung, der Selbstermächtigung und unsere eigene Stärke wieder zu erkennen. Unsere Seelen sind bereit für das Neue und alles strebt danach, sich aus dem Alten zu erheben. Und es ist Zeit, loszulassen, was uns noch festhält, auch die alten Gedanken und Glaubensmuster, mit denen wir uns selbst begrenzen. Wir werden mit kosmischem Licht geflutet, ihr Lieben. Unsere Schwingung wird massiv angehoben. Breiten wir mutig unsere Flügel aus, lassen unser Licht erstrahlen und folgen unserer Seele, unseren Herzen und dem, was wir schon lange fühlen. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.